Activating Massage machen wir, oder? Mhm. Ja. Ey, das ist ja voll geil hier, ey. Das Schlimmste ist dieses Kissen hier. Ja, ich leg mich gerade schon die ganze Zeit rein. Das hätte ich im STO mal gebrauchen können. Ich glaube, ich will gar nicht fahren. Ich will eigentlich pennen hier im Auto. Also erstmal hallo Leute, was geht ab? Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind am Lausitzring für das goldene Lenkrad und da gibt es natürlich jede Menge Autos von Lamborghini Huracan STO bis Porsche GT3. Wirklich eine ganze Menge, aber jetzt hier heute habe ich gesagt, lass uns doch unbedingt mal den Mercedes EQS probieren. Ganz neues Auto, rein elektrische S-Klasse kann man quasi sagen, deswegen auch das Kürzel so. Und schon auch eine Ansage in dem Elektrobereich, muss man, glaube ich, schon so sagen. Und lenkt sich gut. Ich überlege gerade, es ist sehr... Voll smooth. Also es ist sehr smooth und es wankt sehr stark mit. Das liegt daran, dass wir hier eine Hinterachslenkung haben, die bis zu 10 Grad mitlenkt. Das ist echt eine ganze Menge. Also wenn man es nicht wüsste, würde man denken, da ist was los hinten. So. Aber es ist natürlich was Positives und sorgt dafür, dass so ein Auto, das wiegt 2,5 Tonnen, das ist... Also halt 2,5 Tonnen. 2,5 Tonnen. Also 2500 Kilogramm. Okay, das ist viel, ne? Das ist viel, ja. Hat natürlich damit zu tun, dass hier auch eine riesige Batterie verbaut ist. Jetzt würde ich sagen, wir fahren jetzt hier gerade mal hier die Boxeneinfahrt rein. Oh, das ist schon... Da kommt schon ein guter Punch auf jeden Fall. Wir gucken uns hier mal ganz kurz noch von außen an, weil das natürlich schon auch etwas hat, dieses Auto, was es besonders macht, und das ist der CW-Wert, aber dafür stellen wir den jetzt mal hier so perfekt hin. Zack. Und gehen mal kurz raus. So, also Leute, das ist der Mercedes EQS. Wie ich es gerade schon gesagt habe, der CW-Wert ist das Besondere, weil dieses Auto hat einen CW-Wert von 0,2. Das ist der niedrigste Wert, den es... Gibt es auch noch ein Video dazu, Leute. Das ist der niedrigste Wert, den es bei einem Serienauto jemals gab, und das ist natürlich wichtig bei der Elektromobilität, ist ja immer noch ein Thema. Die Reichweite, der ist mit über 700 Kilometern Reichweite angegeben, also da sind wir jetzt schon in einer Region, die ist echt beachtlich. Das ganze Auto hat eine 107 Kilowattstunden Batterie, das ist riesig. Kann man sich aber vielleicht sogar ein bisschen streiten, ob das alles so Sinn macht. Die Hersteller machen es natürlich, weil der Mensch und der Autofahrer es gewohnt sind, dass sie vom Diesel, weiß ich, da vielleicht 800, 900, 1000 Kilometer Reichweite kennen. Allerdings ist es natürlich immer für die Ökobilanz und für die Sinnhaftigkeit beim E-Auto gar nicht so sinnvoll, dass die Batterien jetzt immer noch größer werden. Ich meine, das erklärt auch das Gewicht wahrscheinlich dann auch. Das erklärt auch es erklärt das Gewicht, und du darfst nicht vergessen, die meiste Zeit nutzt du diese Batterie ja nicht. Also die meiste Zeit fährst du vielleicht 100 Kilometer hin oder her, da würde dir eine kleine Batterie reichen. Heißt aber, du schleppst ja immer diese große Batterie mit dir mit, bis zu dem Punkt, wo es sich mal lohnt. Das ist halt immer so ein bisschen der Zwiespalt, den man eigentlich hat, aber es ist natürlich auch sehr viel kundengetrieben, sehr viel psychologisch. Und natürlich bei einer S-Klasse verstehe ich schon, dass man da sagt, ey, da brauchen wir eine riesen Batterie, weil das natürlich auch in vielen Fällen auch ein Auto ist, mit dem man vielleicht auch mal längere Distanzen fährt und sich vor allem auch fahren lässt. Das Ganze hier ist jetzt die Edition One. Das heißt, der hat hier so ein bisschen eine spezielle zweifarbige Lackierung. Ich sage ehrlich, ich persönlich finde den in ganz schwarz, würde ich den schöner finden. Das ja, kann man machen, wenn es einem gefällt. Ich bin jetzt nicht so der Riesenfan von diesen zweifarbigen. Generell habe ich so ein bisschen, also als er vorgestellt wurde, dachte ich mir, an sich echt ein cooles Auto. Wenn ich jetzt davor stehe, habe ich so designtechnisch ein bisschen das Gefühl, wie wenn man
ein Stück zurückgegangen wäre bei Mercedes. Also in der Zeit ein bisschen, anstatt nach vorne zu reisen, habe ich eher das Gefühl, ich bin jetzt in der Zeit zurück. Diese Front schaut für mich gar nicht so hypermodern aus. Wir sehen, wir haben vorne natürlich fett den Stern drauf, haben jetzt auch hier viele kleine noch mit drauf in der Front. Klar ist Kühlergrill hier so die klassisch, das braucht man nicht mehr. Und hier merkt man natürlich schon in der Art und Weise, wie das Auto designtechnisch gemacht ist, dass halt der CW-Wert wahrscheinlich auch im Design eine übergeordnete Rolle gespielt hat. Ne? Dass man da einfach was Ordentliches macht. Was ich ganz cool finde auf jeden Fall sind die Felgen. Ziemlich geschlossen, ne? Auch mit so wie so eine Art kleiner Aero-Ring. Jetzt nicht komplett, aber geht natürlich beim E-Auto immer mehr in die Richtung, dass Felgen tendenziell geschlossener sind. So, hier wird geladen. Zack, kommt ihr einmal so entgegen. Gucken wir uns mal noch das Heck an. Ja. Hat irgendwie nicht so diesen klassischen futuristischen Touch, den man eigentlich kennt, von so jetzt E-Auto mittlerweile. kennt. Ja, finde ich auch. Und ich finde dafür, dass es ja auf S-Klasse-Level ist, es wirkt nicht ganz so high-end edel. Irgendwie durch die Art der Proportionen. Ist es zwar trotzdem, jetzt gar nicht böse gemeint und gar nicht falsch verstehen, aber dadurch, dass es ja so ein bisschen alles rund ist, auch in der Seitenlinie, eine normale S-Klasse wirkt edler, finde ich. Mhm. Interieur gibt es ja auch noch, ne? Wollte ich gerade sagen. Ne? Ja auch noch. So. Da würde ich sagen, was die Edelskala angeht, ist es schon relativ weit oben. In der S-Klasse lässt man sich ja auch gut und gerne auch mal fahren. Steigen wir hier mal ein. Hier jetzt in der Ausstattungsvariante hat er eine helle Ausstattung. Das finde ich persönlich, ehrlich gesagt, ziemlich schick. Es lässt auch so einen Innenraum immer sehr groß wirken. Also ich glaube, da hat man sich schon auch was gedacht. Hier werden ja die Autos auch bewertet. Und das wirkt natürlich auch rein optisch einfach viel, viel größer und edler. Mit dem hellen Interieur, mit hier ziemlich großem Panoramadach auch. Bildschirme noch für den Beifahrer. Die Frage ist nur, ist das helle Interieur praktisch für den Alltag? Kommt drauf an, muss halt ein bisschen aufpassen. Ne? Muss halt einfach also bei mir eher weniger. Eher weniger, ne? Muss halt, also es ist natürlich viel, viel anfälliger, ne? Gar keine Frage. Also das auf jeden Fall. Hier ist auch noch mit so einem Holz, mit so einer Holzoptik jetzt hier das Ganze. Sehe ich jetzt immer ein bisschen mehr bei den neuen Autos, bei den modernen, auch bei der Audi Designstudie war sehr viel so Holz. Ich fand das eine sehr lange Zeit lang immer extrem altbacken, aber kommt jetzt wieder vermehrt. Also ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen ein Zyklus. Dann kommen die Sachen wieder. Aber hier sitzt man auf jeden Fall sehr geil. Und das muss ich echt sagen, was einfach echt ein Gamechanger ist dieses Kissen am Kopf. Ja, ne? Ey, ist absurd, ne? Also man hat hier ein Riesenstück Auto. Und was mir bisher am meisten Spaß gemacht hat, ist einfach das Kissen, das hier ist. Ja, einfach so schön. Es ist richtig bequem. Wie findest du Mercedes? Die machen geile Kissen. Mercedes ist auch dieser Kissenhersteller. Ne, also das auf jeden Fall top und vor allem... Halt Massagestuhl ist auch noch drin. Massagestuhl ist auch drin, ja. Hat der, genau. Da kann man sich schön durchknitten lassen. Und vor allem vorne, hier sieht man es ein bisschen. Ach so. Mhm. Ein bisschen schmutzig. Ist halt anfälliger, ne? Und vor allem hast du einfach als Fahrer auch dieses Kissen. Und das ist natürlich gerade im Hinblick auf autonomes Fahren und was ja alles auch noch kommen soll. Also, glaube ich, kann man sich dann schon mal gemütlich machen in so einem Auto. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Dann haben wir hier drin den Hyperscreen, Leute. So, hier so schaut das Lenkrad aus. Muss ich sagen, finde ich ziemlich cool. Sehr futuristisch, sehr edel auch von der Form. Großer Display natürlich vorne. Da kann ich mir jetzt hier zum Beispiel auch noch ein bisschen Einstellungen machen. So, da lässt sich noch die Anzeige hier quasi verstellen einmal. Dezent. Ja, relativ schlichte Anzeige. Sportlich. Okay, schaut sehr abgespaced aus. Wir sehen hier wahrscheinlich dann die Leistung. Wir sehen G-Kräfte. So, und jetzt haben wir hier auch noch, so machen wir das mal zu, hier auch noch in dieser Ausstattungsvariante den Hyperscreen. Also heißt, hier ist ein Bildschirm, 2 Bildschirme, 3 Bildschirme. Und hier kann ich dann noch ein bisschen was einstellen. Hier Hot Relaxing Schulter, Activating Massage, Classic Massage, Wellenmassage, Tiefenworkout. Also ihr seht schon, man kann sich hier auf jeden Fall gut gehen lassen. Fetter Display auch Navi-technisch, ne? Also ihr seht es, das ist schon ein richtiges Gerät hier. Sehen wir den Lausitzring mit drauf. Also gibt es natürlich auch wirklich eine ganze
Menge zu entdecken, eine ganze Menge einzustellen, Lichtsysteme und so weiter und so fort. Gut. Dann steig mal ein. Hallo. Herzlich willkommen an Bord. Wahnsinnig bequem. Was ich gerade gefunden habe, Ja. Betonung auf gefunden, ist einfach hier unten, ist auch so ein Ablagesystem. Da kann man dann seine 10 Handys reinlegen oder... Da kannst du theoretisch auch, warte mal. Wahrscheinlich ist das sogar für Schuhe hier so. Es halt, passt halt einfach perfekt. Passt halt ne? wirklich, es könnte wirklich ein Schuhfass sein, ne? Das Einzige, was jetzt das Problem ist, es fängt halt jetzt schon an zu stinken. Zum Fahren zieh ich es ja auch mal lieber wieder an. So, ne? Dann hol dir mal das Waschgerät. So, Sudoku kannst du auch spielen. Hier, schau. Wo? So, bist du startklar? Ja, klar. Sitzt du bequem? Das ist immer das Wichtigste in der Ich S-Klasse. sitze sehr bequem. Ja, ne? Was auch cool wäre, wenn jetzt zum Massage-Sitz an wäre, aber Ja, klar. Magst du? Mach ich dir an. wenn das Hör mal. geht, während wir hier... Ja, ach, hallo, dafür haben wir doch eine S-Klasse hier. So, dann muss man hier mal auf Komfort gehen. So, Sitz, Massage, Activating Massage machen wir, oder? Mhm. Ja. Boah. Ja, doch. Ja, das kann man euch jetzt leider nicht so vermitteln, Leute, aber stellt euch einfach vor, es drückt euch jetzt jemand gerade mit so einem Finger so ein bisschen in den So Rücken eine rein. Faust, Aber, so ein bisschen, ja. so. Ja, findest du, es fühlt sich eher so Ein Fäustchen. ein kleines, eher so, naja, gut. Dann fahren wir hier mal los. So, fahren wir hier mal entlang. Also, das Auto ist unglaublich butterweich, das muss man definitiv erwähnen. Es ist sehr geschmeidig, die Lenkung super entspannend. Also ich glaube, man muss schon immer so ein Auto auch richtig einordnen. Ja, das ist ein Luxusauto, man möchte hier irgendwie viel Komfort, man möchte ganz entspannt reisen. Das spürt man direkt. Also das ist sehr, sehr weich. Ich finde es auch total angenehm, wie das Auto so schön leicht mitwankt. Und was er auch hat, sehr deutlich sogar, er hat so einen Pedalweg, ne, einen Gaspedalweg, und dann hast du eigentlich das Gefühl, jetzt ist Ende. Und wenn du, also es ist wie so ein sehr starker Kickdown, den du machen musst, um extra Leistung zu holen. Ne? Dadurch kann man effizient fahren. Ich schätze mal, hat man sich genau überlegt, okay, wir wollen nur so viel. Wir haben 2 Motoren, Vorderachse, Hinterachse, 524 PS, heißt 385 kW. Das ist mehr als ausreichend. Ne? Damit gewinnt man jetzt kein Rennen, aber es ist mehr als ausreichend. Vor allem jetzt hier wir fahren hier ein bisschen rum, ich werde massiert. Also für mich ist es jetzt Ja, gerade. pass mal auf, hier gibt es schon noch mehr hier. So, ich habe noch ein paar andere Luxussachen für dich mit im Gepäck hier. Eine kühle, erfrischende Brise führen sie ans Meer. Okay. Sollen wir mal machen? Mhm. Jetzt pustet es hier raus, oder was? Naja, ganz viel mehr ist es jetzt nicht, aber hier kann man auch noch Sachen einstellen. Ne? Also es gibt auch noch trotzdem verschiedene Fahrmodi. Es gibt Eco, es gibt Komfort, es gibt Sport und Individual. Wir gehen jetzt mal auf Sport, weil wir jetzt gleich mal auch mal angasen wollen. Aber ich wollte dir jetzt eigentlich noch hier dieses frische Luftdingsbums Ja, mal hier da noch. drauf. So, man kann sich nämlich auch noch hier die Luftqualität anzeigen lassen. Na, also hier sehen wir außen ist gut, innen ist auch gut. Also alles gut. Ionisierung, und jetzt kann man hier auch noch Beduftung machen. So, dann machen wir jetzt mal an, dann wird es hier einfach auch noch... Mhm. Es riecht einfach wie so ein... Eigentlich Auf fühlt so einem sich's- Raum. Ich sage ehrlich, ich habe mehr das Gefühl, ich bin in so einem Wellness-Tempel. Ja. In so einem Spa-Bereich einfach. Jetzt sind wir doch perfekt vorbereitet. Jetzt sind wir eigentlich super vorbereitet. Ja, das ist schon besser. Das ist schon besser. So, die Mercedes-Mitarbeiter haben übrigens uns gebeten, Ui. die Reifen ganz zu lassen, aber das machen wir natürlich auch. So, aber eine Hotlap muss drin sein, ne? Ja. So, einmal Lausitzring Hotlap. Schleunigen wir hier mal raus. Oh, das Gewicht merkt man aber, ne? Ja, hier merkt Vor man allem- schon ein bisschen, ey. Das Auto wankt auch. Ganz gut. Zack, sind wir bei 200. Was auch, man merkt, wenn man aufs Bremspedal drückt, sehr weich das Pedal am Anfang. Und ab so wie rein ist es sehr weich und wird dann etwas härter. Das
fühlt sich etwas ungewohnt an, aber das Auto liegt gut, also kannst jetzt nichts sagen. So, ne? Das, was man auf jeden Fall merkt, ist die Hinterachslenkung. Das ist generell ja immer ein sehr gewaltiger Unterschied einfach, wenn das richtig mitlenkt. Aber merkt man auf jeden Fall schon, dass es ein deutscher Automobilhersteller ist, der hier so E-Auto gebaut hat. Da habe ich schon andere Elektrokisten gefahren, die zwar geradeaus ganz gut sind, aber handlingtechnisch wirklich sich katastrophal anfühlen. Hier merkt man schon, auf jeden Fall hat das was. Ist schon sehr, sehr cool. Und sind wir ehrlich, so wie ich jetzt gerade fahre, fährt sowieso niemand mit diesem Auto wirklich. Dafür geht er aber richtig gut. Geht gut, also, ja. Also gibt ein gutes Gefühl. Man kann hier auch noch jetzt hier Rekuperation verstellen. Das ist aber die ganz normal quasi, wenn du vom Gas gehst. Jetzt steht dran verstärkte Rekuperation. Da finde ich nur, ich weiß nicht, ob ich die Logik gut finde. Hier haben wir ja Minus und hier haben wir ein Plus. So, ne? Also wie wenn man früher geschalten hat halt, ne? Rechts hoch, links runter. Es ist aber quasi so, ist keine Rekuperation, und wenn ich mehr Rekuperation will, muss ich aufs Minus klicken. Weißt du, ich meine? Also klar, es ist natürlich Negativenergie, verstehe das schon. Wir kann bis zu... aber es ist im ersten Moment verwirrend. Ist im ersten Moment vielleicht sogar verwirrend, ja. Man kann mit bis zu 290 kW kann das Auto rekuperieren. An der Ladesäule mit 200 kW, glaube ich, laden. Aber ich weiß nicht, ob das für den normalen Kunden, ob das nicht sogar verwirrend ist. Dass man sagt, mehr Rekuperation auf Minus. So. Voll okay, oder? Ja, voll okay. Ich meine, es ist deutlich angenehmer als im SCO vorhin, aber... Alright. Jetzt wieder weiter schlafen, oder? Ja. Ja, Platz ist auf jeden Fall... Ja. Platz ist vorhanden, würde ich sagen. Ne? Krass, dass das hier auch hell ist. Ist alles hell. Alles hell. Das finde ich schon ganz geil. Das ist gut aufeinander abgestimmt. Das schaut top aus. So, was man aber nicht mehr machen kann, Leute, ist vorne reinschauen. Du hast hier keine Möglichkeit mehr, irgendwie zu sagen, wir schauen mal, was unter der Haube steckt. Geht nicht. Das Ding ist zu. Deswegen ist zum Beispiel auch bei dem Auto hier nochmal ein extra Slot. Und der ist für... So. Der ist fürs Wischwasser. Das kommt einfach hier rein. Ah, okay, ich habe mich vorhin schon gewundert, für was das ist. Ja, da kann man es reinmachen. Porsche GT3. Den fahren wir jetzt auch. Ja, also Leute, das ist auf jeden Fall der Start der Elektrooffensive von Mercedes. Schon beeindruckendes Fahrzeug, sehr viel Technik, sehr viel Benchmark. Finde ich auf jeden Fall gut. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich glaube, was man echt sagen kann, ist am schönsten, glaube ich, damit gefahren zu werden und einfach zu chillen. Ne? Also einfach Spa auf 4 Rädern. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao.